Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute Technik oder Umbau? Umbau. Umbau. Die Nummer 149, die gehört dem Jörg. Und der Jörg steht gerade neben mir und will das Motorrad abholen. Wo kommt das Motorrad hin? Moin, das Motorrad kommt nach Hamburg. Nach Hamburg? Hamburg-Bramfeld, genau. Und da musst du es unter den Elbtunnel durchschwimmen? Oder? Nee, ich fahre rechts vorbei. Ah, okay. Damit fahre ich nicht durch den Tunnel. Was hast du mit dem Motorrad später vor? Vielleicht mal ein paar Offroad-Touren machen, so irgendwie Osten, Kroatien, irgend sowas in der Art. Hast du schon Offroad-Erfahrung? Früher mal ein bisschen in einer Kiesgrube, aber Mit was? lange nicht mehr. Mit einer alten XT. In der alten XT soll die? Ja, alte XT 500. Da bist du alte Technik gewohnt. Ja. Zusammenbau, wie machst du das? Hast du das gelernt? Bist du Mechaniker? Nee, gar nicht, null. Ich bin Bauingenieur, habe also mit solchen Sachen eigentlich nichts zu tun. Allerdings habe ich einen guten Kumpel, der hilft mir dabei. Der ist arbeitslos, hat Zeit dafür, oder? Der ist nur jetzt, wollen wir sagen, Privatier. Ah ja, genau. genau. Und der baut da bestimmt mit dran. In Hamburg. Und, so. Und da bauen wir den Motor auf. Dieses Hamburg Privatier. Könnt ihr euch das vorstellen, was der da macht? Nein, das Motorrad kommt nach Hamburg. Der Privatier wohnt einen Tick weiter nördlich. Schade, man kann das nicht, da schon wieder komplett gegangen. Leider nicht. Nee, Hamburg Privatier, das ist schwierig, glaube ich auch. Ja. So, und da kommt ein neuer Motor rein. Also neu aufgebaut. Wie viel Kubik? 1070. Und dann soll sie eigentlich so aussehen wie so eine richtige Paris-Dakar-Maschine. Genau. Machst du runde Ventildeckel oder eckig hier drauf? Das sind die runden, ne? Nee, natürlich die alten Deckel. Ja. Ja. Auch hier, das ist alles glatt. Der kriegt einen schönen glatten Motor. Komplett. Ohne Rille, ohne alles. Cool. Das ist der Plan. Wo stammt der Motor her? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ein alter R100, auch ein GS-Motor, glaube ich sogar. Also du hast einen Einzelteil gekauft? Zusammen, das ist, ja, so ein paar Motoren da liegen. So, und dann haben wir die besten Sachen zusammengesteckt so und ja. Ja, und wie bist du drauf gekommen, dass du jetzt von der XT, dass du jetzt so eine alte BMW umbaust? Wie bist du Ich hatte zufälligerweise vor 10 Jahren mal einen Anruf gekriegt, dass eine alte BMW zu verkaufen ist. Das war allerdings eine 75.5 noch, Strich 75.5. Eine in komplett, das ist die 65er und eine 75.5 in Teilen. Und das war sehr günstig, dann habe ich mir das Paket gekauft, das fertige Motorrad verkauft und das andere dann aufgebaut. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, das ist cool, das probiere ich nochmal mit einer anderen Maschine aus. Und was mich daran so fasziniert, ist eigentlich eine andere Gabel, eine andere Schwinge, dass das nicht so ein Eierkram wird. Ne? Weil mit dieser alten Kiste konnte ich so nicht wirklich spontan mal die Geschwindigkeit reduzieren. Lass mal kurz abbiegen war nicht, dann war ich schon bei der nächsten Kreuzung. Also deswegen, so sicherheitsmäßig war das ein bisschen... Ich fahre den anderen Weg, ich komme dann. Abkürzung. Ja. So, und das fand ich sehr geil. Das hat mich irgendwie, das war echt gut. Also machen. Und nicht drüber nachdenken, was das so in der Summe dann nachher kostet. Schon erschreckend, ne? Ich rechne auch irgendwie jetzt so nicht mehr so richtig. Ich meine, du hast dann ein Unikat halt, ne? Ja, das ist natürlich ein Grund mit, wo ich sage, ich fahre ungern Motorräder von der Stange. Das bockt irgendwie nicht. Aber dazu kann man so eine Beziehung aufbauen, wenn man die selber zusammenschraubt und so. Das ist schon echt cool. Ja. Wir haben uns das so gedacht, wir haben ja heuer das Jahr der Enge. Man kriegt fast keine Räder und keine Teile zusammen, deswegen hat der Jörg auch so lange warten müssen. Aber wie so viele Rahmen da drin. Fast 3 Monate. Irre, ne? 3 bis 6 Monate hast du gesagt, ne? Dann ist sie fertig. Es ist irre. Wann habe ich sie abgegeben? Ende Januar diesen Jahres? Ja. Naja. Aber die anderen würden sich fürschreiben, wenn sie solche Zeiten hätten. Ja, das ist so. Ja. Wir haben das bewusst nicht zusammengesteckt, das ist alles komplett, weil er mit dem Sportwagen da ist. Er fährt dann mit dem Cabrio mit einer dicken Wintermütze nach Hause, hat er gesagt. 2 Sitzer, genau. Wir lassen offen. Ja, die Mütze vielleicht später mal, wenn ich dann mal zum Pinkeln raus muss. Ansonsten erstmal. Harte Sau. Bei Hamburger halt, ne? Und ihr habt ja mitgekriegt, er baut es selber zusammen.
Aber für mich ist das jetzt einfacher, ich schraube das einfach mal so zusammen, bevor ich das alles erkläre. Und beim Wegbauen, weil der Motor da rein muss, sieht man einfach, wie wir was gedacht haben. Und deswegen liefern wir entweder Rolling-Chassis aus oder auch gern so zusammengesteckt. Dass einfach der Kunde am Ende nicht anrufen muss, wo kommt das Alu nochmal hin? Oder wie sitzt das Federbein drin? So erklärt sich das von selbst. Und alle fehlenden Teile hoffe ich, dass er im Shop bei uns findet oder mich anruft. Ja, wie Griffkommis haben wir gerade mal drüber gesprochen. Oder unsere Lichteinheit, dass man das dann einfach hinterher schickt. Verschicken ist kein Problem, bloß so einen Rahmen ziehe ich ungern bei der Post. Wir hatten jetzt schon 2 Rahmen, die verloren gegangen sind. Wir hatten eine Kurbelwelle, die nie angekommen ist. Also vom Kunden, die hergeschickt worden sind. Uncool. Ja, das ist richtig uncool. Das ist ein riesen Streitfall. Vorne hat sich der Jörg für eine 48er Upside-Down-Gabel entschieden. Mit der Brembo Bremszange, einem großen Scheibenadapter. 320 mm Scheibe ist dann drin. Unsere Gabelbrücke. WRP-Lenker, schön hoch und sauber gekröpft. Die Lenkerböcke von Zaptechnics. Das hier ist ein R80 GS-Rahmen, der jetzt auf Zentralfederbein umgebaut ist. Deshalb auch der schmale Batteriekasten. Und für die, die es nicht wissen, irgendwann machen wir ein Video, wie die Batterie eingebaut wird. Weil da werden die 2 Schrauben, 2 Muttern aufgemacht und die Batterie wird von hier reingeschoben, über den Luftfilter. Das musst du dir mal merken. Ich habe es mir schon gemerkt. Weil da gibt es ganz viele, die zocken da rum. Hier ist die 1100er Schwinge, die umgearbeitet ist in diesem Bereich, damit auch das 18 Zoll Rad reinpasst. In dem Fall mussten wir jetzt auf Metzeler Reifen ausliefern, weil der Joachim keine Reifen fertig gehabt hat. So ein Sack, ne? Kutech Heck, das hast du dir selber besorgt. Sie. Und der Kallenbach, der weiß ja mittlerweile schon, was er da für Maße machen muss, ne? Dass die bei uns hinpassen. Also es läuft auch. Und mir wird ja immer viel unterstellt, aber ich baue kein Heck nach, wenn es das zu kaufen gibt. Das wäre totaler Schwachsinn. Ich finde es klasse, was der Kutech da zaubert. Und preislich liegt er, glaube ich, bei 1200 oder so, ne? Nee, knapp. Also ich glaube unter 1000. Unter 1000. Mit Sitzschale und... Muss ich jetzt mal echt lügen, weiß ich jetzt gar nicht. Aber okay, da wollen wir jetzt nicht drum philosophieren. So, ja, aber es ist echt okay. Waren da Seitenpaneele dabei? Ja. Ja. Da kommt dann und Rücklicht und so eine Aussparung. Doch, und das ist ein schönes Heck. Also fällt mir persönlich auch. Wir haben unser Heck ein bisschen länger gemacht. Das sieht man auch auf den Bildern, wenn man es vergleicht. Also bei uns schaut das Nummernschild weiter raus. Dann hat man so eine 1,5 Mann Sitzbank. Das ist mit meinem riesen Hintern brauche ich sowas. Und ich bin halt immer von mir ausgegangen, wenn ich sowas konstruiere. Mhm. Und wenn jemand der kurze will oder ein schönes Kutech-Heck, soll er das einfach kaufen. Und wenn jemand so ein Rallye-Heck will, das ein wenig länger ist, dann kann man auch vor und hinter rutschen und auch hier noch Gepäck. Wir haben da so richtige Verstärkungen drauf. Dann ist unseres vielleicht besser, man weiß es nicht. Ne? Muss einfach schauen. Jo, hinten ist dann auch Scheibenbremse. Das war ein ehemaliger Antrieb mit ABS, der ist umgesteckt. Da ist dann ein Stopfen drin. Die neue Parallelstrebe, die wir im Programm haben. Und für die Elektronik sind hier oben Muttern angebracht, dass man es dann anbringen kann. Jo, dann hoffe ich, dass wir uns im Laufe des nächsten Jahres 2022 sehen zur TÜV-Abnahme. Das will ich auch mal hoffen. Ja. Okay, ich danke dir, dass du da warst. Ja, und wünsche dir eine gute Heimreise. Ja, die kann ich gebrauchen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht bitte die Glocke an. Mehr sage ich nichts mehr dazu. Ich danke euch fürs Zuschauen. Euer Manuel. Ciao. Termine so schnell gehen würden, wäre es gut.